wir kümmern uns jetzt schon mal wieder ein bisschen um unseren Tank und bauen mal wieder was zusammen. Deswegen wird jetzt hier diese Unterlegscheibe einmal noch ein bisschen sauber gemacht. Ja, also. Nur ein bisschen. Grob einmal. Der Rest bleibt drauf und dann wird eine neue Dichtung von unten gegengeschraubt und dann sollte das, glaube ich, erstmal halten. Auf jeden Fall wissen wir das ja jetzt und werden das natürlich auch ein bisschen beobachten, ne? Im Laufe der Saison, ob es dann mal undicht wird oder nicht. Kann man ja dann super sehen, weil es ist ja alles sauber. Hast du da die Dichtung jetzt schon? Ja, das ist alles schon. Na, warte Leute, ich zeige euch das jetzt mal. So, ich habe die vorderste Schraube durchgemacht. Jetzt muss man gucken. Hier sind offen, hier sind die zwei. Das heißt, da hinten muss das durchgehen. Soll ich den mal festhalten? Ja, das wäre gut. So. Die anderen machen wir gleich. Jetzt nehme ich hier eine kurze. Und gehe jetzt hier hinten rein und mache den. So, und jetzt hat man eigentlich schon gewonnen. Jetzt kann man, also ziehen wir den Metallring darüber, dass der auch genauso passt. Der passt nämlich auch nur so. Der hat ein Gewinde drin. Ja. Und so wird das dann gleich passen und alle anderen Schrauben ziehen wir dann gleich rein. Juhu! Jetzt kannst du es einmal loslassen. Sicher? Ja, ich muss jetzt. Gleich wieder ein bisschen Dehnungssport hier, wie du hier sitzt. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Ja. Wie wenn man mit seinem Vater arbeitet und nur die Taschenlampe hält. Ja, das ist auch dein Job gerade. Kennt ihr das? Also, ich glaube, das kennt jeder, der einen Papa hat, der Handwerker ist. Kannst du mal schnell die Taschenlampe halten? Man muss auch richtig leuchten, ne? Das ist ja immer das Gefährliche. Leuchtet richtig? Ja. Alles gut. So. Aber ihr, ich weiß gar nicht, kann man das sehen? Kannst du einmal rumfilmen? Ah, da sitzt du. So, da sieht man das. Ups. Und das muss immer passen und jetzt passen alle anderen Schrauben auch. Weil die ist quasi da oben in der Mitte. Die muss man halt genau treffen, wenn man das nicht macht, passen die Löcher nicht genau. Und die Dichtung, die wir hier ran gemacht haben, haben wir tatsächlich bei eBay gefunden für, ich glaube mit Versand 7,50 Euro. Ja. Also falls jemand auch so ein Problem mal hat und den gleichen Tankgeber hat und eine Dichtung sucht, können wir ihm dann gerne den Link schicken. Das passt super. Und wir schrauben jetzt ganz entspannt fast alle Schrauben rein. Die eine Mistschraube muss ich ja noch kürzen, das habe ich noch nicht gemacht, deswegen bleibt die erstmal draußen, aber den Rest machen wir rein und dann ist das Ding schon mal wieder fast fertig. Ich hole euch gleich wieder dazu. So, wir wollten euch noch mal was zeigen und zwar ist das hier von unserem Wassertank, die alte Dichtung, und wie man sieht, ja, die hat die besten Tage hinter sich, die kann man so durchbröseln. Und da hat mein Papa uns eine neue angefertigt, diese hier, so. Die kommt dann auf den Wassertank und die für den Dieseltank geht aber tatsächlich noch. Also die ist noch super weich und noch nicht bröselig. Die haben wir, beziehungsweise die hat mein Papa mit so einem, wie heißt das? Amboss. Mit einem Amboss beschwert, dass der ganze Diesel da rausgeht und die saugt sich ja, also es ist ja Kork und das soll sich auch so ein bisschen voll saugen. Damit dichtet sie ja dann, glaube ich, ab. Aber die ist noch gut in Schuss, die nehmen wir jetzt nochmal und sollte die irgendwann auch kaputt gehen, gibt es dann da auch eine neue. Aber erstmal geht die noch. Ja, aber verrückt, wie doll die Dinge auch kaputt gehen können. Also, sieht man das? Ich denke. Also das ist mit ganz wenig Anstrengung hier. Ja, die ist halt trocken und bröselig und das haben wir im Wassertank ja auch gesehen. Und die wird jetzt verbaut. Hat man gesehen, war der so drin? Ja, das kommt ungefähr hin. So, der ist doch gleich lang und breit überall, Ich oder? weiß es nicht. Wir versuchen so. Musst du aufpassen? Genau. Ja, du musst erstmal hier mal aufpassen. Ich würde nur gerne das Kabel hier einmal. Ja, das können wir gleich noch machen. Ah, warte, das Zebra ist hier noch drin. Ja, da kommen wir noch ran. Alles gut. Ja, aber so komme ich ja einfach ran, wenn der nicht drin ist. Ja, dann mach das erst raus. Dann machen wir einmal schnell das Zebra raus. Achso, ja, runterkamst. So. Jetzt müssen wir mit diesem Plastik
Plastikding vorbei. Es fühlt sich gut an, wieder was zurückzubauen. Auf jeden Fall. So. Was zauberst du uns dann da Schönes aus dem Beutel raus? Aus dem Schraubenbeutel im Sailing Merarot zaubere ich. Tada! Gibt's auch mit Dichtung. Also liegt da wahrscheinlich irgendwo noch Und drin. woher wissen wir, wo das hingehört? Weil ich das im Kopf hatte. Ja, das sind die mit Dichtung. Oder was auch immer so eine Plastikdichtung ist. Knarre holen, ran damit! Kurzer Zwischenstand. Alle Schrauben gingen wieder rein, hat funktioniert. Man musste die Dichtung natürlich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen auseinanderdrücken. Hat sich ja jetzt ein bisschen verformt. Aber es passt alles supi. Sehr schön. Der ein oder andere von euch hatte ja gesagt, Leute, nehmt mal den teureren Diesel. Also bei Shell ist das glaube ich V-Power. Bei Aral und so weiß ich das nicht. Wir würden das tatsächlich jetzt mal ausprobieren, weil also wir verbrauchen ja nicht viel im Jahr, also da macht es den Kohl auch nicht fett. Ja, könnt ihr mal sagen, ob das stimmt. Ich werde es auch noch mal googeln, aber ansonsten hauen wir dann da Shell V-Power oder so ein Kram rein und dann haben wir hier 15 Knoten auf der Maschine. Hauen wir richtig rein in den Ja, Tank. Speedboat hier. Der eine oder andere von euch hat natürlich auch gesagt, Leute, ihr müsst auch den Filter tauschen, weil da habt ihr das ganze Zeug drin. Das haben wir schon getan. Also der Filter ist schon getauscht, alles gut. Ich bin gar nicht mehr drauf. Jetzt habt ihr gesehen, also den haben wir schon getauscht, da ist alles gut. Wir werden, wenn wir neuen Diesel haben, dann einmal der Diesel, der da noch drin ist, den einmal rauskippen und das einmal neu spülen. Und dann ist es aber auch super. Also wir haben 2 Filter, Diesel-Vorfilter und hinten noch einen Kraftstofffilter, glaube ich. Und einen Ölfilter, ich glaube zweimal Diesel, einmal Öl war das, glaube ich. Das machen wir natürlich noch. Aber wie gesagt, der Filter ist schon neu und haben wir im Winterlager schon gemacht. Ja, ansonsten ist der Motor ja ready. Zumindest mit so allem, was irgendwie anfällt. Mal gucken hier. Kühlflüssigkeit auch getauscht. Wir haben auch noch was da. Also Öl auch. Saildrive Öl wurde auch geprüft. Auch nirgendwo Wasser, Feuchtigkeit, sonst was drin. Sah alles gut aus. Von daher sind wir da eigentlich schon fertig. Tja Leute, kommen wir zum nächsten Projekt, sage ich mal so. Wir haben ja bei der Reling ein bisschen was vor. Das ist ja eine der Reling-Stützen. Die ist an Steuerbord und man sieht ja hier dieses Teil, was sich so schon gar nicht mehr dreht. Da geht die Reffleine der Genua durch, also von vorne bis nach hinten, wenn man die Genua halt einholen möchte. Die geht natürlich hier innen längs, weil das ist ja außen. Diese Blöcke sind aber für innen gedacht. Kennt jeder wahrscheinlich, damit, wenn halt Druck drauf kommt, sie halt auf der Rolle liegen. Bei uns waren die umgedreht, das heißt, es hat halt nur hier so reingeschliffen und war halt mega hart. Man sieht es sogar hier hinter der Schraube, sieht man sogar, wie sich das langsam rausgeschliffen hat, aus dem Plastik. Ja, hier. Genau. Das ist scheiße und wir hatten auch schon ein paar Mal Probleme, dass wir die Genua beim relativ schlechten Wetter nicht so gut reinbekommen haben. Deswegen haben wir uns was angeschafft und das sind solche Teile hier. Die kann ich gleich mal ranbauen. Ich kann mal gucken, kann ich ihn drauf stecken? Ja. Ach, der geht da nicht vorbei. Okay. Also. Wird natürlich getauscht. Der sitzt da so einfach dran. Man hat hier Madenschrauben, mit denen man ihn halt festmachen kann. Und dann geht halt hier die Reffleine durch. Und wenn aber Druck drauf ist, liegt es halt auf der Rolle. Da ist ein Kugellager hinter. Und dann rollt das so schön durch. Ja, und warum machen wir nicht einfach die Dinger nach innen? Weil unser Boot jetzt nicht so krass groß ist und ich keine Lust habe, mir da den Fuß zu stoßen. Also ich weiß nicht, ob es einen anderen Grund gibt, aber es nervt halt beim Vorbeilaufen. Also wir fanden es eigentlich ganz angenehm, dass das außen ist, weil wenn man da halt wirklich mal schnell vorbei muss und dann da mit dem Fuß gegenkommt, oder ist hängen halt bleibt immer in der eine Leine. kleine Stolperfalle irgendwie. Also laufen die bei uns außen durch. Ihr könnt ja mal sagen, wie es bei euch ist. Vielleicht merken wir auch nach dieser Saison, dass es total doof ist, wenn das so ist. Aber ich glaube, mit den neuen, die sind ja auch deutlich kleiner, sollte das gut funktionieren. Ja, man muss dazu sagen, es gibt ja ein paar verschiedene im Internet und wir hatten von einem von euch den Tipp, ich glaube sogar auf YouTube bekommen. Ja, haben wir, stimmt.
die hier anzuschaffen, weil die haben, glaube ich, jetzt pro Stück, glaube 35 oder 37 Euro gekostet. Ja. Und es gibt so ähnliche, die kosten, glaube ich, 80 oder 90. Und es gibt natürlich noch mega krasse, so. Aber wir haben jetzt hier uns einfach 3 Stück davon geholt, weil wir brauchen 3 Blöcke. Und testen das jetzt mal aus. Aber bisher sieht es auf jeden Fall so aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau. Auf jeden Fall richtig cool. Vielen Dank für diesen Tipp, den haben wir tatsächlich gleich umgesetzt. Ja. Wie ihr seht, die Plana hat ihr Bestes getan. Sie reißt so langsam an allen Stellen ein. Ihr habt uns richtig viele Tipps gegeben, wie wir das beim nächsten Mal besser machen können. Also zum Beispiel einfach über das Holz hier so eine Poolnudel oder so ein Rohr oder sowas. Beim nächsten Mal hoffen wir, dass wir unseren Mast hier liegen haben, weil das ist natürlich das Schlauste, dass man halt einfach seinen Mast hier rauf tut. Wir haben allerdings die eine oder andere Arbeit am Mast vor und das geht einfach besser, wenn der auf dem Land ist und nicht auf dem Boot. Ja, deswegen mussten wir uns da für diese Saison noch was überlegen. Und ja, mal sehen, wie wir es nächste Saison machen. Je nachdem, wir haben ja dann beide Möglichkeiten. Aber es hat jetzt gut gehalten. Wir hatten hier echt tatsächlich den einen oder anderen krassen Sturm. Wir mussten nicht einmal die Plane nachspannen oder so. Also und zum Arbeiten wirklich mega geil, das Cockpit hinten abzuplanen. Ja. Das hatten wir letztes Jahr ja nicht. Das hat schon echt was ausgemacht. ja, aber jetzt wird es Zeit. Wir wollten sie eigentlich letztes Wochenende schon abmachen, aber dann hat es nochmal geschneit. Also es friert immer noch. Also, ne, also es wird auch irgendwie nächste Woche sind wieder minus 5 Grad und so ein Scheiß angesagt. Aber das muss jetzt mal weitergehen hier. Meine Güte, wir kommen überhaupt nicht zu Potte. Genau, das stimmt nicht. Wir wollen ins Wasser. Ja, mal gucken. So, die haben wir jetzt abgemacht. Oh, da ist noch ein bisschen was vom Rehlingsnetz drin. Ja, und die kommen jetzt weg. Frei nach dem Motto, wer sucht, der findet. Wir haben uns hier auch noch mal diese, ja, ich sag mal, die Sockel angeguckt. Und der ist schon gebrochen hier unten. Und der ein oder andere, also ich glaube, einer ist vorne auch noch gebrochen. Ich weiß, die kann man austauschen. Aber wir werden die mitnehmen und vielleicht kann man die auch noch einmal schweißen, weil das ist ja nur einmal hier unten, wo die dranhängen. Das sollte eigentlich klappen. Sie ist befestigt mit 3 Schrauben. Diese Schraube geht durch, tatsächlich. Und kommt, oh, ganz schön dunkel, und kommt hier neben der Lampe raus. Ihr seht, da ist auch schon schmottrig und alles, heißt, so richtig dicht war das auch nicht mehr, also dichten wir das auch einmal neu ab. Ich werde jetzt einmal hier unten am Kiel sag ich, Ruder, das einmal abkratzen, was hier noch an Kleber übrig ist. Tjag hat mir ein Werkzeug gegeben und damit sollte das funktionieren. Da kommt man auf jeden Fall gut runter, ist allerdings super schwierig nur mit einer Hand. Ich zeige euch das, wenn es fertig ist. Kurzer Zwischenstand. Es wird langsam dunkel. So sieht das jetzt aus. Und da muss ich noch. So, einmal schnell, bevor es komplett dunkel ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja,